I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself. Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte aus meinem alltäglichen Leben in Asien, aktuell in China. Also nichts Besonderes, nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres und soweit ist nichts Spektakuläres passiert. Ich habe einen relativ kurzen Zettel. Mal sehen, ob ich das irgendwie alles zusammenbekomme. Einen kurzen Nachtrag zum letzten Mal. Da wurde ich ja gefragt, welche Quellen aus China oder welche Quellen über China dann irgendwie sinnvoll sind. Und vergessen habe ich natürlich Podcasts, warum auch immer. Und da kann ich keine große Empfehlung geben, aber ich habe hier schon öfter mal zu verschiedenen Podcasts was gesagt, also Alexandra oder eben auch so Wirtschaftspodcasts und so. Das gilt nach wie vor. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber eine Warnung muss ich dann doch abgeben. Und zwar, es gibt sehr viele Podcasts über China auf Deutsch und auf Englisch. Die werden aus Deutschland heraus gesendet von Leuten, die eigentlich keine große Beziehung zu China haben. Und häufig auch ohne jegliche Landeskenntnis oder irgendwie sowas. Und natürlich ohne Beteiligung von Chinesen und Sprachkenntnisse. Naja, nach meiner Erfahrung sind solche Podcasts komplette Verschwendung der Lebenszeit. Also das hat keinen Sinn, weil man da nur kompletten Unfug irgendwie präsentiert bekommt. Also es kann schon mal sein, dass da was dabei ist. Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung über Literatur oder so, dass jemand, der sich mit Literaturwissenschaft befasst, da irgendwie was Sinnvolles herausbringt. Aber im Allgemeinen ist meine persönliche Erfahrung, solche Podcasts sind nicht viel wert. Aber ich habe einen interessanten, weiß nicht, ob man das Podcast nennen kann, einen interessanten Podcast meinetwegen gefunden auf Instagram, und zwar Julia China. Und das ist so ähnlich wie das, was ich hier mache. Sie geht da aber noch viel tiefer rein, also noch viel persönlicher und mit Filmen über ihre Familie in Shanghai. So ganz kurze Videoclips auf Insta und ist sehr schön, gefällt mir gut. Und sie kolportiert eben auch das normale Leben, also nicht groß irgendwelche politischen Geschichten ab und an und so weiter und so fort. Bei der Gelegenheit, was diese deutschen Podcasts aus Deutschland von Deutschen betrifft, da erinnere ich mich immer an dieses legendäre Gespräch des Chaos Computer Clubs über eine Fata Morgana, die so gar nicht existiert, also dieses Social Credit System. Da geht auch Julia China drauf ein, übrigens mal. Und da unterhalten sich relativ alte Männer über 2 Stunden, glaube ich, über etwas, was nicht existiert. Einfach nur kompletten Quatsch. Interessanterweise, dieses System soll in China existieren und in diesem Gespräch gehen sie darauf ein, dass das Vorbild die Schufa ist in Deutschland. Aber da frage ich mich natürlich, warum thematisieren sie denn nicht die Schufa in Deutschland? Ja, wahrscheinlich gilt immer noch, was weit weg ist ungefährlich, da kann man jeden Quatsch erzählen oder irgendwie so. Was das Ganze legendär macht, ist auf dem gleichen Kongress, also das war der 28C3, hält eine Chinesin aus Taiwan, nämlich Tai, also Katharin oder wie sie heißt, einen Vortrag darüber, dass der Westen nicht jeden Quatsch glauben soll, den die eigene Presse produziert. Eben auch das. Und ja, da merkt man mal wieder, selbst in solch einer Bubble wie dem CCC ist man häufig nicht geneigt, irgendwie über den Tellerrand hinauszuschauen. Und ich glaube, das Problem dabei ist, die Leute wollen etwas glauben. Es ist völlig egal, ob das stimmt oder nicht oder so. Sie wollen einfach an etwas glauben. In dem negativen Sinne natürlich wie jetzt hier oder im positiven auch. Also Sinophobie und Sinophilie sind Brüder bzw. Schwestern im Geiste, das ist beides scheiße, muss ich mal so deutlich sagen. Und da sollte man sich vor hüten, sowas irgendwie, ja, anzunehmen. Ich habe den Thai-Vortrag mal verlinkt in den Shownotes. Und jetzt zu dem wichtigen Blog, was habe ich gemacht? Ja, also letztes Mal habe ich vergessen zu erwähnen, dass ich das Pflaumenblüten-Video gemacht habe. Das hatte ich allerdings in der Sendung dann verlinkt, jetzt hier nochmal erwähnt. Dann habe ich ein Video gemacht über den Sky Garden in Hangzhou. Will ich jetzt hier auch nicht so viel erzählen, habe ich eben auch verlinkt in den Shownotes. Und vorgestern waren wir im Ballett Stravinsky und das war eine Inszenierung von Yan Liping, Rite of Spring. Ich habe in dem Video alles dazu gesagt, was es dazu zu sagen gibt.
Schaut euch das an und viel Spaß damit. Eine Sache, mein Videokanal performt nicht besonders gut. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht, weil es nicht Englisch ist oder weiß ich nicht. Es wächst, aber sehr langsam, und wer möchte oder wer mich unterstützen will oder wie auch immer, der sollte das verlinken, erwähnen etc. pp. Das könnte helfen, den Videokanal so ein bisschen zu pushen. Manchmal springt der Algorithmus an bei einzelnen Videos, wie auch immer das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Aber im Allgemeinen ist die Performance doch eher unterdurchschnittlich. Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, ich konsumiere ja solche Sachen wie YouTube und so öfter mal ganz gern. Das ist ja ein Phänomen. Und zwar, ich glaube, alle Deutschen kennen oder viele Menschen auf der Welt kennen den Song Lemon Tree von Fool's Garden. Was viele Deutsche nicht wissen, ist, und was viele Menschen auf der Welt auch nicht wissen, ist, das ist eine deutsche Kapelle. Das wurde, glaube ich, weiß ich nicht genau, 1995 oder so veröffentlicht. Also ist schon ein Stück alt. Und als ich 2005 nach China kam, da gehörte das schon zum Standardrepertoire in allen Karaoke-Bars und überhaupt. Und jeder Chinese und jede Chinesin können dieses Lied singen und sind da relativ textfest. Und ich habe mich immer gefragt, warum. Sicher, es ist ein eingängiger Text und so weiter. Aber mein Verdacht ist, das wird auch im Englischunterricht gelernt. Also jetzt wird dieser Verdacht so ein bisschen untermauert. Und zwar habe ich ein Video gefunden, wo eine Lehrerin in einer Schule mit ihren Schülern dieses Lied singt. Und das ist sehr lustig. Und das habe ich mal Raubmord kopiert und hier in die Shownotes gestellt. Also Lemon Tree, wenn man das singen kann, dann hat man gleich einen Stein im Brett bei den Chinesen. Und es ist ein deutscher Exportschlager, also das, wovon die deutschen Politiker immer so schwärmen. Und jetzt zum eigentlichen Hauptthema, nämlich Grüne und China. Also ich meine die Grüne Partei. Und das ist ein sehr kompliziertes Verhältnis, sagen wir mal so. Und ich hatte auf Mastodon auch angekündigt, dass ich darüber sprechen will, obwohl ich in der letzten Sendung gesagt habe, dass ich hier nicht so groß rumpolitisieren will. Aber ich meine, es geht jetzt hier gar nicht so sehr um Politik, auch nicht um Tagespolitik oder sowas, sondern um etwas viel Größeres, meines Erachtens. Ich denke, dass die Welt im Augenblick aufgeteilt ist in zwei Gruppen. Das eine ist das Lager der Fossil-Apologeten, also die Leute, die die fossile Industrie am Leben erhalten wollen, weil sie damit gut verdienen und denen im Prinzip auch komplett egal ist, was danach kommt. Und dann gibt es die erneuerbare Seite, die alles auf erneuerbare Energien, aber noch mehr eben auch in eine Wirtschaft, die von Cradle to Cradle dominiert wird, umstellen wollen. Und auf der einen Seite sind USA, Russland und Teile Europas, also das ist der fossile Part und noch andere natürlich. Und dann gibt es den erneuerbaren Teil, China und viele asiatische Länder, aber zunehmend auch ein paar afrikanische Länder. Interessant finde ich übrigens, dass, ich glaube, es war Äthiopien, die Einfuhr von Verbrennerautos verboten hat. Das mag die Deutschen vielleicht nicht so interessieren, aber die Japaner, die dorthin lange Zeit sehr viel verkauft haben, insbesondere Toyota natürlich, ja, die müssen da eben auch umschalten jetzt. Okay, und wie gesagt, es ist jetzt eine sehr stramme Zusammenfassung dieser Philosophie. Fossil auf der einen, erneuerbar auf der anderen. Aber im Prinzip sind auch die Konflikte, die aktuell existieren, häufig Ausdruck, also zum Beispiel der Ukraine-Krieg, Ausdruck dieses Konfliktes zwischen Fossil und Erneuerbar. Und die Fossilindustrie versucht sich natürlich mit ihren staatlichen Organen, mit aller Macht eben ja an diese Macht zu koppeln und löst entsprechend ja auch diese Kriege aus. So ganz schwarz-weiß, wie ich das jetzt hier gesagt habe, ist es natürlich nicht. Das ist mir auch klar. Ich wollte das Bild einfach nur mal so hier vollenden als Einleitung zu dem, was ich jetzt komme. Und dann fragt man sich natürlich, wer sind denn die progressiven, erneuerbaren Kräfte in Europa oder speziell in Deutschland? Und wer sind sie nicht? Also wer sie nicht sind, sind zum Beispiel CDU, CSU oder andere Leute, die, oder AfD, ich meine, die Erneuerbaren regelrecht dissen und versuchen natürlich, die Fossilindustrie ja am Laufen zu halten. Dazu zählt meines Erachtens auch von der Leyen, die ganz eindeutig eine Fossilministerin ist. Meines Erachtens ist eine politische Kraft nach wie vor in Deutschland, die für eine erneuerbare Zukunft stehen könnte, die Grüne Partei. Und ich bin selber auch sehr zwiegespalten, was diese Partei betrifft. Da sind
gibt wirklich mehrere, Bilder, die ich so habe von der Partei. Da ist zum Beispiel dieses komplett absurde, diese Geistergläubigkeit. Also viele Leute in den Grünen forcieren Homöopathie und sowas. Daher auch das T-Shirt heute hier. Also das ist natürlich kompletter Quatsch. Aber Geistergläubigkeit in einer Partei, das geht für mich natürlich nicht, was mich von einer Wahl abhalten könnte. Auf der anderen Seite ist sie aber die einzige Partei, die sich wirklich ernsthaft um erneuerbare Energien kümmert. Was mir auch klar ist, dass die Partei, keine Partei in Deutschland, ein homogener Haufen ist. Also ich würde sogar sagen, je homogener, desto gefährlicher. Also die AfD ist definitiv sehr homogen in ihren Anschauungen. Die Grünen nicht. Da gibt es ein extremes Spektrum. Und innerhalb der Grünen sind eben auch sehr viele antichinesisch eingestellt. Also stehen sie auf der Fossil-Seite. Und das ist natürlich eine Schizophrenie, die sich durch die ganze Partei zieht. Und man merkt das auch, dass sie in ihrer Argumentation komplett failen. Wie heißt das auf Deutsch? Also egal. Also wie auch immer das auf Deutsch heißt. Also diesen Spagat nicht schaffen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist das beste Beispiel. Sie ist eine Fossil-Apologetin tatsächlich. Und sie steht voll auf der fossilen Seite. Sie vertritt, das habe ich ja auch in dem Nachruf auf Antje Vollmer mal erwähnt, eben eine fossile US-amerikanische Politik. Das ist jetzt im Augenblick ein bisschen schwierig. Und ist meines Erachtens auch wirklich die schlechteste Außenministerin seit Lübcke, würde ich sagen. Auch Habeck, der bekommt viel Lob in vielerlei Hinsicht und so. Aber was ich dann so sehe, ganz konkret im Bereich erneuerbare Energien, ist eher mau. Beide haben keinen blassen Schimmer über China. Baerbock ist sogar noch regelrecht kolonial eingestellt, so meines Erachtens im wilhelminischen Zuschnitt. Bei Habeck weiß ich das nicht, aber auch er hat einfach keine Ahnung von China und erzählt dann oder haut dann öfter mal irgendwelche Bolzen raus, die schon sehr heftig sind. Wir haben aber, und das habe ich hier schon ungefähr 2 Millionen Mal erwähnt, diese Verlinden-Studie auf dem Tisch. Und wir wissen alle, dass wir bis zu einem Zeitpunkt X 70 Terawatt Photovoltaikleistung wenigstens oder erneuerbare Energien, Stromleistung irgendwie aufs Tapet bringen müssen, wenn die Menschheit überleben soll. Jetzt könnte die Grüne Partei sich ja solche Studien zu Herzen nehmen und sagen, okay, das ist der Ausweg und wir arbeiten mit den Kräften zusammen. Und das wäre China. Das ist ja mein Credo hier. China ist die Lösung, was das betrifft. Nicht indem man alle Module aus China kauft, weil das kann China nicht wuppen, sondern indem man die Kooperation mit China nutzt, um zum Beispiel eine vollständige Photovoltaikindustrie in Deutschland aufzubauen. Man hat damit ja mal angefangen bis 2013, als dann Rösler, Altmaier und dieser unsägliche Röttgen das Ganze zu Kleinholz verarbeitet haben. Also China wäre oder steht immer noch, das habe ich in der letzten Folge auch gesagt, als Partner bereit. Und da müssen die Grünen meines Erachtens über ihren Schatten springen, um das zu schaffen. Und ich kenne ja auch Grüne, die genau das versuchen. Also Hans-Josef Fell, den ich ja hier auch schon ein paar Mal erwähnt habe, oder Andreas Wölln, mit dem ich ja den E-Call-Podcast mache, und Jürgen Kurz, der auch in China wohnt, schon seit langer Zeit. Und Jürgen Kurz hat ein Diskussionspapier mal veröffentlicht, für die Grünen eigentlich. Und die BZ ist darauf aufmerksam geworden und hat dann ein längeres Interview gemacht. Verlinke ich alles in den Shownotes, in aller Ausführlichkeit übrigens. Also kann man sich auch herunterladen. Und da geht er eben darauf ein, dass die grüne China-Politik neu justiert werden muss. Und das ist eine Chance, meines Erachtens, für die Grünen. Nicht nur für die Grünen, sondern natürlich auch für die eigentliche Aufgabe, nämlich die Verhinderung der Klimakatastrophe. Und dem Ziel, diese 70 Terawatt doch noch irgendwie zu schaffen. Dieses Gerede, was ich auch oft von den Grünen höre oder auch von Volker Quaschning immer wieder, wir müssen wieder wer werden oder wir müssen resilient werden oder was weiß ich. Das ist alles kompletter Kokolores. Es geht um Kooperation, nicht nur mit China, auch mit Japan und mit Vietnam zum Beispiel in diesem Bereich. Und man muss da einfach mal anfangen, über den Schatten zu springen. Und Jürgen Kurz, wir haben uns gestern gerade ziemlich lange unterhalten über dieses Thema,
hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Und wie gesagt, dazu gehört die Neujustierung, aber auch das Überwinden von Denkhürden, was ich ja eingangs gesagt habe, von diesen Fairy Tales, die man gerne glauben möchte, aber die einfach nicht wahr sind, die kompletter Stuss sind, die, ja, sagen wir das gemeine Wort, durch Gehirnwäsche zustande gekommen sind der Medien. Also ich meine, man sieht das ja im ZDF oder auf Arte oder was auch immer, da sind unglaubliche Folgen über China, die einfach nur kompletter Stuss sind, wirklich reiner Stuss. Und die Leute im Westen, in Deutschland, glauben das. Ja, was kann man tun? Man kann reisen. Das ist auch das, was ich hier immer wieder sage. Und Jürgen Kurz veranstaltet solche Reisen auch nach China von Leuten, die sich dafür interessieren. Da geht es nicht nur um Firmenbesuche oder irgendwie sowas, sondern auch ein bisschen mehr und vor allen Dingen auch um Diskussionen. Und ich denke auch, jeder Grüne ist jetzt hier mal aufgerufen, solch eine Reise bei ihm ja zu buchen, kann man das sagen. Das ist kein kommerzielles Unternehmen. Das ist einfach die Idee, China diesen Leuten unvoreingenommen zu präsentieren. Und man kann sich dann ja sein eigenes Bild machen. Und die nächste Reise, die beginnt am 11. Mai. Ich glaube in Beijing, geht dann über Qingdao, kommen auch nach Hangzhou und Xishuangbanna. Ja, Xishuangbanna kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, ich habe mal einen Film drüber gemacht. Das ist der Laos-Film, wenn ich richtig informiert bin. Müsst ihr mal gucken auf YouTube. Also Xishuangbanna ist sehr schön. Müsst ihr hinfahren. Shenzhen natürlich so als Technology Hub und so weiter. Also diese Reise würde ich mir, wenn ich Grüner wäre oder auch irgendeine andere Partei meinetwegen, oder wenn ich der Meinung bin, okay Leute, vielleicht liege ich ja falsch. Kann ja sein, dass ich wirklich gehirngewaschen bin. Also versuche ich jetzt mal, diesem Problem zu begegnen irgendwie. Und dann nehmt ihr daran teil und dann wisst ihr mehr am Ende. Wer jetzt nicht das Geld hat, keine Zeit hat oder was auch immer, dem lege ich auch Vorträge ans Herz. Es gibt in den verschiedenen Konfuzius-Instituten, da müsste ich vielleicht auch noch mal was zu sagen, Vorträge. Aber Jürgen hält auch einen Vortrag am 20. März. Das ist also ziemlich knapp jetzt. Also wir haben heute den 9. März, um das irgendwie noch zu wuppen. Und zwar am 20. März in Hamburg. Und Veranstaltungsort, Zeit und so weiter verlinke ich alles in den Shownotes. Und auch das kann man mal wahrnehmen. Da geht es dann direkt eben auch um China. Da habt ihr auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen natürlich. Also es geht ja nicht nur darum, dass man irgendwie etwas konsumiert, sondern auch einfach Fragen stellen. Und hier gilt, was meine Deutschlehrerin schon immer sagte, es gibt keine blöden Fragen. Gibt es doch, aber ich merke das ja auch hier im Podcast. Ich bekomme häufig Fragen, da merke ich eine gewisse Absicht dahinter, dass man deren Vorurteil irgendwie in irgendeiner Form bestätigen soll, häufig verklausuliert in irgendwelchen sinophilen Formulierungen oder so. So funktioniert das nicht. Was funktioniert, ist wirklich offen Fragen zu stellen, zu sagen, ey, ich habe keine Ahnung, ich weiß das nicht. Ich habe mich gestern ja in dem Gespräch mit Jürgen auch noch mal kurz drüber unterhalten. Es gibt durchaus Sachen, die man an China oder in China, wenn man in China lebt, kritisieren könnte, wenn man das will. Aber das ist leichter gesagt als getan. Also Bildungswesen ist so ein typisches Ding, was im Westen gerne kritisiert wird. Ja, die sind ja alle und so. Ich bin im Osten aufgewachsen, habe also das DDR-Bildungssystem in vollen Zügen genossen, bis zum Abitur. Dann sind wir nach Bayern ausgewandert. Meine Kinder aus erster Ehe haben dann das bayerische Schulsystem kennengelernt. So auch ich dann eben. Und dann bin ich nach China gegangen 2005 und in meiner zweiten Ehe, unsere Tochter hat dann eben das ganze chinesische Schulsystem durchlaufen. Ja, und am Ende, wenn mich jetzt jemand fragt, was ist denn das bessere System, dann muss ich sagen, darauf kann ich dir keine Antwort geben. Die Antwort muss ich schuldig bleiben, weil das ist einfach zu komplex und ich bin wahrscheinlich auch zu blöd, um das irgendwie in seiner Komplexität dann am Ende zu raffinerieren in irgendeine konkrete Aussage auf Mastodon oder so, das Bildungssystem ist besser oder das oder das. Das kann ich nicht. Was ich aber kann oder
Was ich aber bin, ist, ich kenne diese 3 Systeme. Ich kenne alle 3 Systeme, habe sie selber erfahren. Während, was ich ja eingangs sagte, eben viele Leute, die in Deutschland über China reden, ja, aus ihrem hessischen, bayerischen Kaff irgendwas erzählen, ohne auch nur den Hauch einer Expertise zu haben und sich irgendwas aus dem Internet zusammengeklickt haben. Und wenn ich sage, ich weiß es nicht, dann ist es eben so. Aber jetzt zu vermuten, dass die das wissen, das, ja, also kann sich jetzt jeder selber seinen Reim drauf machen, ob man das glauben kann oder nicht. Jürgen steht euch am 20. März in Hamburg zur Verfügung, um da eben auch Fragen zu beantworten. Und ich, so wie ich ihn einschätze, würde er auch bei vielen Fragen sagen, weiß ich nicht. Kann ich dir leider ehrlich nicht beantworten. Ich kann dich mit Phrasen abspeisen. Aber es gibt nicht auf alles, was man gerne wissen möchte, auch eine konkrete Antwort. So ist das nun mal. Das betrifft auch diesen Podcast. Ich freue mich immer über Fragen und ich gehe hier auch drauf ein. Nicht unbedingt, indem ich die Person dann auch nenne, weil das häufig nicht gewünscht ist. Aber mache ich, wenn ich das kann. Oder aber ich sage dann eben auch, weiß ich nicht. Politiker können das nicht, die dürfen nicht sagen, weiß ich nicht, offensichtlich, weil sie haben zu allem eine Antwort. Und das ist gefährlich, denn es ist völlig klar, dass diese Antwort wahrscheinlich meistens falsch ist. Ja, also nochmal diese 3 Sachen. Der Artikel in der BZ, Berliner Zeitung, also nicht die BZ, das sind 2 verschiedene Zeitungen. Also ich erinnere mich noch, als ich in Berlin gewohnt habe, da standen damals immer so Zeitungsverkäufer draußen und haben dann immer gerufen, BZ, das hieß BZ am Abend. Und diesen Sound habe ich heute noch im Ohr. Also die meine ich nicht, sondern ich meine die Berliner Zeitung. Und da ist das Interview drin, ist verlinkt. Dann nochmal den Diskussionsbeitrag von Jürgen, habe ich auch verlinkt. Die Einladung zu dem Vortrag am 20. März verlinkt. Und dann der Reiseplan für die Reise am 11. Mai auch verlinkt. Sucht euch das raus, was ihr machen wollt, was ihr machen könnt oder was euch einfach so interessiert und schreibt dann eben Jürgen an, wenn ihr etwas Konkretes wissen wollt. Ich werde oder wir beide und auch Hans-Josef Fell werden in Zukunft vielleicht so das eine oder andere Projekt zusammen machen. Vielleicht komme ich auch dazu, wenn ihr hier in Hanzhou seid, weiß ich nicht. Ich habe jetzt im Augenblick keinen Plan, was zu der Zeit genau ist. Ich bin häufig ja auf Messen unterwegs und das ist Arbeit, während das hier ist Freizeit. Dieser Podcast hier ist ein privates Projekt, das ist reine Freizeit. Das hat nichts mit meiner Arbeit zu tun. Und entsprechend ist auch klar, wenn meine Arbeitgeber sagen, geh dahin, gehe ich dahin. Und dann müssen wir mal sehen, wie ich das zusammenkriege. So, also das zu diesem Thema. Und obwohl das jetzt um Politik ging, denke ich, habe ich optimistisch geschlossen. Denn bei all dem geht es um die Lösung eines Problems, das die Menschheit nur gemeinsam lösen kann. Und dazu zählt nun mal Völkerfreundschaft, Frieden, Freude und Eierkuchen natürlich auch. Soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.